Im Jahre 1694 wurde Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen und 3 Jahre später als August II. König von Polen. Im Jahr 1719 leitete der Kurfürst mit einer Verfügung die Vermessung der Straßen in Sachsen ein. Damals erforderte der Aufschwung in den sächsischen Manufakturen und Bergwerken dringend bessere Verkehrswege. Die erzeugten Güter wurden bisher auf planen Wagen durchs Land gekarrt. Die Reisenden holperten in Postkutschen auf Fahrwegen durch Kursachsen. In Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Kunst förderte August der Starke alle Unternehmungen, besonders dann, wenn sie seinen Vorhaben und Plänen entsprachen oder ihm unmittelbar nützlich erschienen. Dazu gehörte es auch, bessere Verhältnisse beim Transport von reisenden Personen, Gütern und Nachrichten zu schaffen, um Handel, Wirtschaft und Steuereinnahmen zu beleben. Schon ab 1683 fuhr in Kursachsen der erste 6-sitzige Postwagen wöchentlich 2-mal von Leipzig nach Dresden und zurück. Wie lange dauerte eigentlich so eine Reise? Von Dresden nach Leipzig benötigte ein Postwagen etwa 16 Stunden und nach der Posttaxverordnung von 1693 kostete die Beförderung eines Briefes 1 Groschen, eines Paketes 15 Groschen und einer Person 2 Taler und 15 Groschen. Die Mehrheit der Bevölkerung konnte sich das Briefschreiben und das Reisen mit dem Postwagen nicht leisten. Ein Tagelöhner verdiente im Vergleich ca. 5 Groschen und ein 5-Pfund-Brot kostete ca. 4 Groschen. 32 Groschen entsprachen einen Reichstaler. Der Reisewagen diente der Beförderung von Reisenden mit ihrem Gepäck und dem Transport von Postsendungen. Die ersten Postwagen im 17. Jahrhundert waren einfache, offene Leiterwagen. Erst später schützte man Reisende und Güter durch Planen aus Leinwand und Wachstuch. In Federn hängende Wagen, sozusagen die richtigen Kutschen, kamen im sächsischen Postwesen erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts nach und nach in Gebrauch. Der Codex Augusteus war eine Sammlung aller gesetzlichen Verordnungen des Kurfürstentums Sachsen. Die Vermessungsergebnisse der Poststraßen wurden in Karten zusammengestellt und bildeten die Grundlage der kursächsischen Postmeilensäulen. Auf allen Poststraßen wurden alle Viertelmeile, das entsprach ca. 2,26 Kilometer, eine steinerne Postsäule aufgestellt. Am Stadttor stand jeweils die prächtige Postdistanzsäule mit Wappen, Krone, Jahreszahl, Posthorn und zahlreichen Entfernungsangaben. Mit diesem einzigartigen Werk ist der Name Adam Friedrich Zürner verbunden. Er war 1679 im Vogtland geboren und hatte aufgrund seiner kartografischen Kenntnisse und Fertigkeiten von Friedrich August I. den Auftrag erhalten, das Kurfürstentum Sachsen zu vermessen. Als Friedrich August I. in einem Erlass die Städte aufforderte, auf eigene Kosten an allen Stadttoren die Distanzsäulen zu setzen, löste das bei den Stadtvätern keinen Jubel aus, denn nicht jede Stadtkasse war üppig gefüllt. Die Kosten einer Distanzsäule betrugen 45 bis 75 Taler. Diese Summe aufzubringen war für viele kleine Städte nicht einfach. Deshalb richteten sie häufig Bittgesuche an den König, in denen sie baten, von der Aufstellung der Säulen ganz verschont zu werden oder wenigstens nur eine Säule statt an jedem Stadttor eine setzen zu müssen.
So kam es oft zur Errichtung einer Marktsäule anstelle mehrerer Torsäulen. Die kursächsischen Postmeilensäulen sind Meilensteine, die Entfernungen angeben. Diese Säulen wurden an allen wichtigen Post- und Handelsstraßen und in fast allen Städten des Kurfürstentums Sachsen aufgestellt. Für die Vermessungen konstruierte sich Zürner einen Messwagen. Zur Vereinheitlichung unterschiedlicher Meilenmaße wurde daher im Jahr 1722 die kursächsische Postmeile, das war 1 Meile, 2 Wegstunden, das heißt 2000 Dresdner Routen, eingeführt. Als Entfernungsangabe auf den Distanzsäulen benutzte Zürner aber die Wegstunde. Heute findet man noch etwa 200 Postmeilensäulen im Raum Sachsen und angrenzenden Gebieten. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!